Vedi Napoli che poi muori, Neapel sehen und sterben. Mit diesem Satz bezeichneten die Italiener ihre schöne Stadt. Goethe verdanken wir den berühmten Ausspruch, der um die Welt ging, um die Schönheit der Stadt Pulcinella zu beschreiben. Neapel ist ein Paradies, wiederholte der deutsche Dichter. In diesem Satz versuchte er, alles einzubeziehen, was er an Neapel liebte, nachdem er in der Stadt gelebt hatte. Von Klima, seine Menschen, über seine Geschichte, Kultur und seine Denkmäler bis hin zu der Schönheit, die es bewahrt. Bei der Ankunft der FEB war der Hafen von Neapel jedoch in einem desolaten Zustand. Mehrere Schiffe wurden unter Wasser gesetzt, wobei nur die Mastspitzen aus dem Wasser ragten. Am 2. Juli 1944 stach das amerikanische Transportschiff General Mann von Guanabara aus in See, führte die erste Rangstufe der FEB, bestehend aus 5.800 Männern, unter dem Kommando von Zenóbio da Costa und nahm den Oberbefehlshaber an Bord der FEB, General João Batista Mascarenhas de Moraes. Am 16. Juli landeten brasilianische Truppen in Neapel, Italien. Neben dem Militär kamen auch Mitglieder der Militärjustiz, der Festzahlungen, der Post, 11 Angestellte der Banco do Brasil, 3 Kapläne und 3 Kriegskorrespondenten. Não podia soltar toco de cigarro no mar. Nada. Qualquer coisa podia indicar que alguém passou por ali. Chegava às 6 horas da tarde e dava recolhimento do navio. Então todo mundo ia para os compartimentos. Era muito quente. Nem o coturno não podia tirar, tinha que dormir fardado. Então a cozinha do navio não tinha condições de dar 3 refeições por dia. Então havia uma escala para alimentação. E uma escala. Então às vezes a gente tomava café às 6 da manhã, o almoço às 2 da tarde e só ia comer no dia seguinte. Die Generäle Mascarenhas de Moraes und Zenóbio da Costa gingen von Bord und überprüften die US-Militär-Ehrengarde, die aus 45 Männern und einer Band unter der Kommando von Generalleutnant Jacob Devers, dem Kommandant der alliierten Streitkräfte im Mittelmeer, besteht. Die erste Rangstufe, die bereits an Land war, steuerte den Parkplatz von Agnaro im Krater des Vulkans Astronia in der Nähe von Bagnoli an, wo sie biwakierten. An diesem Ort haben die Soldaten die erste operative Typ C Verpflegung erhalten und haben Unterricht in vereinigter Ordnung, Märchen und Parken, allgemeine Anweisungen und Sportübungen erhalten. Am 19. Juli wurde die Nationalflagge zum ersten Mal auf europäischem Territorium gehisst in einem Kriegeinsatz. Am selben Tag wurde auch die Organisation und Einrichtung der Ordnungspost in der Bundeshauptstadt, der FEB-Post, festgelegt. 4 Tage später wurden die ersten Postsäcke mit Briefen der Soldaten nach Brasilien verschickt. Dieser erste Kontakt der FEB mit der Folgen des Krieges, Elend und Ruinen überall, hob bei der Soldaten Gefühle der Nostalgie und gleichzeitig der Dankbarkeit hervor, weil sie wussten, dass das Vaterland weit entfernt von diesem schrecklichen Konflikt war, wo Unglück und Schmerz regierte. Nach 75 Jahren können wir nicht umhin, diejenigen zu ehren, die für die Verteidigung der dem brasilianischen Volk so teuren Ideale von Freiheit und Demokratie gekämpft haben. Und wir dürften nicht vergessen, dass die brasilianische Armee die einzige Landmilitärorganisation in Lateinamerika war, die auf dem Kriegsschauplatz kämpfte des Krieges von Europa während des Zweiten Weltkrieges.